Hey, was machst du mit einem Foto von meinem Vater? Ich brauche nur ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche. Und danach sage ich dir auch, was das alles soll. Versprochen. Ich gehe nicht, solange ich keine Antwort habe. Ihre Privatdetektive werden Hannes niemals finden. Dafür hat Tanja gesorgt. Sie sagen mir augenblicklich, wo mein Sohn ist. Langsam. Ich verlange, dass Sie sich aus der Holding zurückziehen. Und dass Sie Carla die Leitung übertragen. Endgültig. Ich warte. Also gut. Ich glaube, dass ich deinen Vater kenne und dass er noch lebt. Bitte? Mein Vater soll noch leben. Das könnte doch sein, oder? Wie kommst du denn auf sowas? Ich habe da mal einen Typen kennengelernt in Santa Cruz und der sah ihm total ähnlich. Santa Cruz. In Argentinien. Ich saß da mal in so einer Gefängniszelle und dieser Typ halt auch. Sein Name ist Luis. Luis? Das wird ja mal absurder. Also mein Papa sitzt im Gefängnis in Argentinien, ja? Ich sag dir mal was. Er ist vor 15 Jahren gestorben. Ertrunken. Bei einem Segeltörn im Atlantik. Ja, das weiß ich. Aber wurde seine Leiche jemals gefunden? Was soll das denn jetzt? Willst du etwa behaupten, mein Vater hat sich für tot erklären lassen, um seine Frau und seine 4 Kinder im Stich zu lassen? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie schlimm das damals für uns war? Wir standen völlig allein da. Mein Vater hätte sowas niemals getan. Naja, deswegen wollte ich dir ja auch nichts sagen. Bis ich halt sicher war. Wie kommst du überhaupt darauf, dass dieser Louis meinem Vater ähnelt? Ich meine, du kennst doch nur das Foto. Hier, schau mal. Das habe ich im Gefängnis gezeichnet. Das ist ein Zufall. Papa ist tot, das weiß ich ganz sicher. Gut. Sie haben Ihre Entscheidung also getroffen. Für die Holding und gegen Ihren Sohn. Armer Hannes. Bekanntlich können sich Kinder ja ihre Eltern nicht aussuchen. Moment mal, soll das heißen, Sie wollen einen kleinen Jungen dazu missbrauchen, Ihre krankhafte Gier nach Macht und Geld zu befriedigen? Hier geht es nicht um mich, Graf Lahnstein. Hier geht es um das Erbe Ihres Vaters, was in seinem Sinne weitergeführt werden sollte. Das ist ja lächerlich. Außerdem, hatten Sie damals Skrupel? Als Sophia ohne ihre Mutter aufwachsen sollte? Weil Sie Carla den Waffendeal angehängt und sie damit ins Gefängnis gebracht haben? Ach ja, Sie machen sich's natürlich leicht. Ganz und gar nicht, Graf Lahnstein. So, mir reicht's jetzt. Sie sagen mir jetzt augenblicklich, wo mein Sohn steckt, sonst... Sie kennen meine Bedingungen. Du miese Kleine! Lassen Sie mich los! Das ist kein lustiges Versteckspiel hier. Kapiert das endlich? Hier geht's um meinen Sohn! Dann dürfte Ihnen die Entscheidung ja nicht schwerfallen. Sie allein haben es in der Hand, wann Sie Hannes wiedersehen. Brauchen wir den eigentlich noch? Den auf jeden Fall, den werde ich vergolden und uns übers Bett hängen. Ein Schraubenzieher. Romantisch. Ja. Das war der Tag, an dem wir die Benzinpumpe austauschen wollten. Der Regen prasselte ans Fenster und du standst vor mir in deinem Blaumann. Öl verschmiert und wunderschön. Und das war der Moment, an dem ich wusste, dass du die Frau bist, mit der ich mein Leben verbringen will. Süß. Aber alles nur deswegen, weil du gewusst hast, dass ich von Helikoptern mehr Ahnung habe als du. Ja, auch. Unter anderem. So viel zu Liebe und Freiheit. Auf die wird Eduard Freiherr von Tepp in nächster Zeit möglicherweise verzichten müssen. Denn in ein paar Tagen beginnt der Prozess, in dem er sich wegen versuchten Mordes in 2 Fällen zu verantworten hat. Und bis dahin hast du Sendepause. Was würde ich dafür geben, wenn dieser Prozess endlich schon vorbei wäre oder noch besser, wenn wir beide da gar nicht erst aufkreuzen müssten?
Nein, das musst du anders sehen. Das wird für uns eine Genugtuung sein, mitzuverfolgen, wie er verurteilt wird. Und dann leben wir ein Leben ganz ohne Eduard. Und dann fangen wir ein neues Leben an. Ein romantisches. Ein glückliches. Ein... Ohrenbetäubendes. Geige lernen ist nicht leicht. Vor allem nicht für die Mitmenschen. Ich war 10, als es passiert ist und wir waren mit der gesamten Familie in Argentinien und sind schon früher nach Deutschland zurückgeflogen. Mein Vater blieb, er wollte noch segeln mit einem Geschäftspartner. Und dann hat meine Mutter den Anruf gekriegt, dass das Boot in einen Sturm geraten ist und die gesamte Besatzung vermisst wird. Und man hat nie wirklich nach ihm gesucht? Doch, natürlich, aber das war aussichtslos. Und da wir die Leiche nie gefunden haben, konnten wir unseren Vater noch nicht mal beerdigen. Also wenn dieser Louis wirklich unser Vater wäre, dann... Ich weiß echt nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Einerseits denke ich, das ist total unmöglich und andererseits... Dieses Sprichwort, was du letztens gesagt hast. Welches Sprichwort? Je freier man atmet, je mehr lebt man. Hast du das von Louis? Das hat Papa immer gesagt. Also hör zu, ich werde herausfinden, ob dieser Louis wirklich euer Vater ist. Ich brauche einfach nur ein bisschen Kohle für den Flug und die nötigen Trinkgelder für Informationen. Aber am besten erzählst du deinen Geschwistern erstmal nichts, bis ich genau weiß, ob es wirklich da ist. Ich werde ihnen bestimmt nichts erzählen. Was völliger Unsinn ist, nach Argentinien zu fliegen. Aber an der Geschichte könnte doch auch was dran sein. Geschichte ist überhaupt nichts dran. Mein Vater ist tot. Und ich muss jetzt nach Hause. Meine Promotion ist wichtiger als dieses Hirngespinst. Ich melde mich bei ihm. Ansgar, hier bist du. Gott, nochmal, kannst du nicht anklopfen? Was ist denn? Was ist? Diese Kröte hält meinen Sohn versteckt und sie will ihn erst rausgeben, wenn ich Carla die Holding überschreibe. Ich weiß nicht, aber schießt du nicht gerade ein bisschen übers Ziel hinaus? Hannes geht es gut, dafür sorge ich. Und Herrn Wixmann schadet es nicht, wenn er einmal im Leben am eigenen Leib erfährt, wie das ist. Wenn ihm das Wichtigste auf der Welt fehlt. Das hat er damals schon, als Tanja Hannes entführt hat. Und es ging ihm verdammt schlecht. Und wie schlimm ist es denn bitte für den Jungen ohne seinen Vater? Glaubst du, mir gefällt das alles? Aber ich muss etwas gegen Ansgar unternehmen. Und Hannes ist nun mal der einzige Punkt, an dem er verletzlich ist. Natalie, Hannes soll es an nichts fehlen. Und deshalb brauche ich deine Unterstützung. Diese blöde Unsicherheit macht mich noch total wahnsinnig. Glaubst du nicht, dass es in dem Fall das Beste wäre, auf Elisabeths Forderung einzugehen? Auf gar keinen Fall. Ja, breche ich ihr jeden einzelnen Finger, bis sie mir sagt, wo Hannes steckt. Damit eins klar ist, wir werden die Holding nicht an Carla überschreiben. Glaubst du wirklich, du kommst gegen Ansgar an? Ich meine, du weißt, wozu er fähig ist. Und was er tun wird, wenn Carla wieder die Holding übernimmt. Ich habe keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Natalie, kann ich auf deine Hilfe zählen? Ja. Hallo Mila, sind gleich fertig. Joscha, das war auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir üben das Stück bis nächste Woche noch einmal, okay? Und die nächsten beiden auch? Ich würde sagen, lieber eins nach dem anderen, aber dafür gründlich. Okay. Gut. Tschüss, Frau von Waldenstein. Tschüss. Na, willst du deine Geige nicht auspacken? Hast du das Stück, was wir letzte Woche geübt haben, dem Nikolaus vorgespielt? Viel zu schwer. Gut, dann üben wir es jetzt einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja dann bis Weihnachten.
Das war nicht so schlecht. Sag mal, Mila, macht dir Geige spielen eigentlich Spaß? Willst du lieber ein anderes Instrument lernen? Schlagzeug. Aber mein Papa sagt, das ist nichts für Mädchen. Weißt du was? Ich glaube, ich rede mal mit deinem Papa. Okay? Das kann doch gar nicht sein. Elena? Hier. Kann ich mir kurz dein Ladegerät ausleihen? Lydia hatte mal wieder einen von ihren Aufräumanfällen. Da finde ich grundsätzlich gar nichts mehr. Kostet aber Leihgebühr. Bist du jetzt auf den Shoppingtrip gekommen, wie unsere kleine Schwester? Ganz bestimmt nicht. Na ja, okay. Wie viel brauchst du denn? Reicht ein Fuffi? 8.000? Dein Ladegerät ist vergoldet, ja? Leist du es mir? Ja oder nein? Erst wenn ich weiß, wofür. Das geht nicht. Aber ich hau's bestimmt nicht für irgendeinen Mist raus. Ganz im Gegenteil. Was glauben Sie eigentlich, warum die Leitung der Holding seit Generationen in der Hand von Männern liegt? Weil das weibliche Geschlecht schwach ist. Launisch, inkonsequent. Mit einem Wort unfähig. Sie reden wie so häufig ausgemachten Blödsinn. Offensichtlich haben Sie das Wichtigste immer noch nicht begriffen. So, und was wäre das? Dass ich die Spielregeln bestimme. Ja, für einen lächerlich kurzen Moment. Aber eins ist doch wohl sicher. Sie werden scheitern. Und deswegen sollten Sie sich gut überlegen, wie Sie am besten jetzt weiter vorgehen. Keine Sorge, das weiß ich. Dann sagen Sie mir jetzt augenblicklich, wo mein Sohn steckt. Oh. Nicht in diesem Ton. Aber ich kann Sie beruhigen, Ihrem Sohn geht es sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, er würde sich sehr freuen, wenn sein Vater ihn bald zurückholt. Hallo, Luise. Na, waren deine Schüler fleißig? Ich sag dir, es gibt nichts Schlimmeres, als Väter, die ihre Kinder zu einem Instrument überreden, was sie gar nicht lernen wollen. Nein, die wollen nur der zauberhaften Lehrerin begegnen, das ist alles. Zum Glück. Ich habe Milas Vater dazu überreden können, dass er sie beim Schlagzeugunterricht anmeldet. Ich sagte, die Kleine war so glücklich. Fantastisch, das ist ein Vater weniger, auf den ich eifersüchtig sein muss. Bist du frei jetzt? Gleich, ja? Hast du schon was vor? Nee. Ich will einfach nur auf die Couch. Ich will Chips essen und eine DVD gucken. Dann such uns mal einen schönen Kinderfilm aus, denn wir haben einen Übernachtungsgast. Linda? Ja, die junge Dame ist ausgebüxt. Was? Wieso das denn? In diesem Theresienstift, da ist die Heizung ausgefallen. Und die Kinder sollten in Pflegefamilien untergebracht werden. Ja, und Linda wollte nicht. Genau. Ich habe schon mit der Heimleitung gesprochen und die haben gesagt, es wäre okay, wenn sie hier übernachtet. Na gut, dann gehe ich unseren Übernachtungsgast mal begrüßen. Oh. Hallo. Willst du einen Keks? Ich habe übrigens Helena erzählt, dass ich vielleicht ihren Vater kenne. Glückwunsch, endlich. Ich weiß nicht, ob das so toll war. Ach, Quatsch, das wäre doch sowieso nicht mehr lange gut gegangen. Ja. Jetzt weiß ich's und hält es für Schwachsinn, nach Argentinien zu fliegen. Naja, ist auch eh egal. Ich habe sowieso nicht genug Kohle zusammen. Weißt du, was mich immer noch interessiert? Ja und nein, ich will nicht nach Argentinien, weil ich auf Helena stehe. Ich will da auch hin wegen Luis. Ich bin ihm nämlich noch was schuldig. Eigentlich würde mich viel mehr interessieren, warum du überhaupt im Knast warst. Das ist eine lange Geschichte. Ich weiß, hast du schon mehrfach erwähnt. Dann erzähl mir die Kurzfassung. Ein andermal. Helena. Ja, falls ihr mich sucht, ich esse meinen Joghurt unten. Ich habe 8.000 Euro zusammen. Bitte? Ja. Und ich fliege mit dir nach Argentinien. Ja,
Von mir aus gerne. Wow. Was guckt ihr denn so? Auch nur so? Nein! Oh. Wir sind noch nicht fertig. Ach, deswegen schmeckt die so fürchtig. Ich meine, fürstlich. Anstatt euch hier weiter über mich lustig zu machen, könntet ihr ruhig mal den Tisch decken. Ei, ei, Captain. 1, 2, 3. She got the shack, floating down the Pontchartrain. With the water running, we gotta swim to where the levees start to crack. Another day, another dollar down the drain. We gotta tend the ones around, 'cause if you drown, there ain't no hope of coming back. It ain't no big thing if you lose your faith. They kinda like to keep you in your place. You never know, I might be coming your way. Oh, everybody, love is free. Yeah, love is free. Möchten Sie die Frühstückskarte haben, Graf Lahnstein? Whisky tut's auch. On the rocks und ohne Kommentar, wenn's geht. Natürlich. Hannes ist verschwunden. Was ist denn passiert? Der Einsatz ist beendet, wir ziehen ab! Sie machen natürlich weiter, mein Sohn ist hier draußen. Wir haben das Ufer jetzt mehrfach abgesucht. Wenn der Junge hier irgendwo wäre, dann hätten wir ihn sicher gefunden. Ja, was, Sie können jetzt nicht einfach nach Hause gehen und ihn seinem Schicksal überlassen. Haben Sie noch einen Wunsch? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gräfin Lahnstein. Gut, dass Sie da sind. Guten Morgen. Haben Sie einen Moment? Was wollen Sie? Ich will, dass Sie mit Ihrem Sohn reden, damit er endlich weiß, was er zu tun hat. Das brauche ich gar nicht. Er liebt Hannes. Sie brauchen gar nicht so ungläubig zu gucken. Sie haben gewonnen, Frau Ryan. Gratulation. Tausend Dank. Du bist ein Schatz. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich hätte ich aber schon verdient, dass du mir mal erzählst, wofür du die Kohle überhaupt brauchst. Das kann ich nicht, Sebastian. Noch nicht. Aber ich werde dir später alles erklären, versprochen. Vertrau mir. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Du vertraust unserer Schwester mutig. Siehst du, sie hat Geheimnisse. Quatsch. Jedenfalls von mir. Alter Schwede, du vertraust ihr wirklich. Was hast du denn vor mit so viel Geld? Ich muss dann mal in die Firma. Bis dann. Danke nochmal. Also raus mit der Sprache. Was hast du mit so viel Kohle vor? Ich muss mir noch total viel anschaffen für meine Promotion. Hacken und Schaufeln? Nee, eine neue Kamera, ein Nivelliergerät. Und daraus machst du so ein Geheimnis? Quatsch, ich war nur gerade... Keine Ahnung, warum ich das Geld vor dir versteckt habe.
muss jetzt jedenfalls noch in die Uni-Bücherei Bücher bestellen. Okay, ich komme mit. Wie, du kommst mit? Ich begleite dich in die Stadt. Ich fahre aber noch nicht gleich los. Ich muss erst mal eine Literaturliste erstellen und das kann auch dauern. Oh, gleich muss ich was ganz Schreckliches machen. Das ist schlimmer als Hausaufgaben und Zimmer aufräumen zusammen. Buchhaltung, da kriege ich immer furchtbar schlechte Laune und bin unausstehlich. Aber so ist das im Leben. Ah, Frau Kern, kommen Sie rein. Morgen, Frau Menschek, kommt. Oh, Kinder, wollt ihr auch Kakao haben? Ja. Na dann ab aufs Sofa mit euch. Kaffee für Sie? Nein, danke, ich wollte ihn abholen. Hallo. Schade. Die Heizung schon repariert? Leider immer noch nicht. Deswegen bringe ich die Kinder heute tagsüber auch zu einer Pflegefamilie. Kann ich nicht hier bleiben? Das wird leider nicht gehen. Doch, warum eigentlich nicht? Was halten Sie denn davon, wenn die Kinder alle hier bleiben? Naja, möglich wäre das schon, aber sind Sie sich sicher? Mhm, ja. Dann bekommst du auch keine schlechte Laune vom Bücherhalten. Hi, ich bin's. Ich hab die Tickets. Wir fliegen heute Abend um 6:50. Besser, wir telefonieren vorher noch mal zusammen. Bis dann. Kaffeeservice für Frau Doktor. Tristan. Ziehst du jetzt komplett in die Unibibliothek oder was? Also eigentlich... Eigentlich wolltest du mir sagen, warum du dir von Sebastian so viel Geld geliehen hast, mich ständig anlügst und anscheinend heimlich verreist. Stimmt's? Helena. Ich dachte, wir wollten immer ehrlich zueinander sein, oder? Gilt das jetzt nicht mehr? Hallo, Natalie. Das Kindermädchen hat angerufen. Die beiden sind jetzt gelandet und kommen mit dem Taxi hierher. Vielen Dank nochmal, dass Hannes vorläufig bei dir sein kann. Er kennt dich ja. Er mag dich und er fühlt sich wohl. Natalie, das ist bestimmt nicht für lange. Ich bin mir sicher, dass Ansgar bald auf meine Forderung eingehen wird. Was ist? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hannes zu benutzen, das ist nicht in Ordnung. Natalie, das ist die Chance, Ansgar endgültig zu entmachten. Und Hannes geht es gut, ihm passiert doch nichts. Also was ist jetzt? Auf wessen Seite stehst du?